Hallo liebe Hausbauhelden! Smart Home. War das nicht das, wo der Kühlschrank automatisch die Milch nachbestellt und ihr im Urlaub ganz praktisch von der Hängematte aus den Postboten zu Hause reinlassen könnt, dass er ein Paket abstellen kann? Klare Antwort: Nein. Dieses Bild wird von den Medien und von der Werbung zwar gezeichnet, aber eigentlich hat Smart Home ganz andere Mehrwerte und die sind übrigens auch deutlich lebensnah. Dafür müsst ihr nicht gleich ein ganz großes System ansetzen. Hier helfen schon kleine, sinnvoll platzierte, smarte Alltagshelfer. In unserer groß angelegten Umfrage auf Instagram habt ihr uns zurückgemeldet, dass ihr dazu gern mehr wissen wollt. Daher starten wir heute mal smooth rein ins Thema barrierefrei leben mit smarter Unterstützung. Unabhängig davon, ob ihr zur Miete wohnt, in einer Wohnung oder im Eigenheim. Dieses Video präsentieren Ihnen die Sicherheitsprofis von Verisure, die Sie bei Einbruch, Brand und persönlichen Notfällen beschützen. Vereinbaren Sie einfach einen Termin für einen kostenlosen Sicherheitscheck unter www.verisure.de. Lasst uns zu Beginn erstmal einen neuen Begriff für Smart Home finden, denn für das, was ich euch heute zeigen will, passt der Begriff Wohnassistenzsystem eigentlich viel besser. Ja, und Assistenzsysteme, die kennt ihr ja eigentlich auch schon aus dem Auto, da sind die gang und gäbe und man verlässt sich drauf. Warum eigentlich dann nicht beim Wohnen zu Hause? Lasst uns also gemeinsam einen Bereich anschauen, bei dem dieser Gedanke von der Assistenz besonders gut spürbar ist. Die Rede ist vom barrierefreien Wohnen und das nicht nur für ältere Menschen, sondern auch für solche, die wegen einem Unfall oder wegen einer Krankheit zum Erliegen gekommen sind und die im Wohnen, im Leben Unterstützung, also Assistenz benötigen. Der Bedarf ist da, die Gesellschaft wird immer älter und es ist längst kein Geheimnis mehr, dass wir nicht genug Plätze in den Pflegeheimen zur Verfügung haben. Und ganz nebenbei haben wir auch noch einen enormen Fachkräftemangel im Bereich der Pflege zu stemmen. Ich werde euch gleich ganz konkret ein paar smarte Assistenzsysteme hier vorstellen. Und ihr fragt euch dann vielleicht, ja, wo kann ich die denn jetzt eigentlich kaufen? Deswegen an der Stelle einen kleinen, aber sinnvollen Tipp für euch. Schaut doch mal auf voltus.de vorbei. Das ist ein Online-Shop für Smart Home Systeme und zwar der größte in Deutschland und Österreich. Was ich besonders spannend hier finde, ist, es gibt eine konkrete Hotline, wo ihr anrufen könnt, wo ihr euch nochmal individuell beraten lassen könnt und zwar von Fachleuten, von Smart Home Experten und von Elektromeistern. Naja, und es gibt für Bauherren auch noch ein eigenes Programm. Hier kriegt ihr sowas wie 3% Cashback, eine kostenlose Lieferung und 5 Jahre Garantie auf alle Produkte. Also schaut doch mal rein, www.voltus.de, den Link findet ihr wie immer auch in unserer Videobeschreibung. Assistive Wohnhelfer können also jetzt dafür sorgen, dass ältere oder erkrankte Menschen eben nicht sofort diesen Platz im Pflegeheim benötigen, sondern noch länger in ihrem gewohnten Umfeld zu Hause verbleiben können. So viel mal jetzt von der Theorie, kommen wir doch mal zur Praxis. Ich habe euch mal ein paar smarte Komponente rausgesucht, die genau das leisten, die nämlich dafür sorgen, dass ihr euer Zuhause barrierefreier und sicherer gestalten könnt. Das elektronische Türschloss lässt sich mit Fingerabdruck, Code oder Transponder öffnen. Das bringt den Vorteil, dass nicht jeder, der mal rein muss, einen Schlüssel bekommen muss. Angehörige kommen mit dem Code immer rein. Der Pflegedienst und Essen auf Rädern zum Beispiel nur zu bestimmten Zeiten. Es löst keinen Großeinsatz mehr aus, wenn ein Schlüssel von innen stecken bleibt. Und wenn Demenz hinzukommt, ist auch der verlegte Schlüssel kein Thema mehr. Den Finger für den Fingerabdruck, den hat man ja immer dabei. Viele Unfälle passieren nachts auf dem Weg zur Toilette. Daher empfiehlt sich das sogenannte Pantoffellicht. Das können zum Beispiel ganz simpel LED-Streifen unterm Bett, im Flur und im Bad sein, die mit einem Bewegungsmelder gekoppelt nur dann angehen, wenn es nachts benötigt wird. Das Licht sollte dann nicht voll angehen, sondern auf 30% gedimmt sein. So wird die Person nicht unnötig durch das Licht aufgescheucht und findet leichter wieder in den Schlaf. Dennoch findet sie auch den Weg zur Toilette sicher. Etwas aufwendiger von der Installation, aber von enormem Mehrwert ist der sogenannte Herdwächter. Der Hintergrund? Wir alle wissen, dass ein Rauchmelder in der Küche keinen Sinn macht, da es hier beim Kochen automatisch zu Rauch- und Dampfentwicklung kommt und dieser dann ständig Fehlalarm auslösen würde. Ein Herdwächter wird hinter dem Herd angebracht und überwacht via Infrarot die Temperatur des Herds und die Bewegung am Herd. Wird der Herd zu heiß und es wird über einen längeren Zeitraum keine Bewegung mehr registriert, geht ein Alarm los. Im Idealfall direkt an die Angehörigen oder den Pflegedienst. Im Alter oder bei Krankheit, da wird schon mal die Muskelkraft schwächer. Und da kann es schwerer werden, so einen manuellen Rollladen selber wieder hochzuziehen.
Um zu vermeiden, dass der Rollladen daher immer oben oder unten bleibt, gibt es eine Lösung. Elektrische Rollläden, die im Optimalfall mittels Funkschalter bedient werden können, der überall angebracht werden kann, am Bett oder an der Lehne des Schaukelstuhls zum Beispiel. Oder einfach tiefer als die herkömmlichen Schalter an der Wand, sodass auch Rollstuhlfahrer gut drankommen. In Sachen Notfallschutz kann der Rollladen auch mit dem Rauchmelder verbunden werden und im Brandfall automatisch hochfahren, um Fluchtwege zu öffnen. Wenn ihr befürchtet, dass eure Angehörigen nicht mehr sicher alleine zu Hause wohnen können, dann ist die Alternative ein Platz im Pflegeheim. Hier liegt der Eigenanteil je nach Bundesland und Pflegestufe bei mindestens 2.000 € pro Monat. Wenn ihr den Betrag von 1 bis 2 Monaten in die Ausstattung der Wohnung steckt, habt ihr die realistische Chance, zum Beispiel den Heimaufenthalt um mindestens 2 bis 3 Jahre rauszuzögern. Natürlich gibt es hier je nach Situation der Immobilie Schwankungen nach oben und unten. Wenn der Rollladen noch manuell ist, noch keine Stromleitung dorthin gelegt wurde und der Motor noch eingebaut werden muss, wird es natürlich teurer. Die Preise, die wir euch hier nennen, sollen euch also erstmal nur ein Gefühl für die Größenordnung geben. Wenn ihr euch jetzt für die Anschaffung solcher smarten Assistenzsysteme entscheiden solltet, dann solltet ihr unbedingt darauf achten, dass diese miteinander kompatibel sind, also miteinander kommunizieren können. Und falls ihr auch schon ein System zu Hause habt, das ihr jetzt nur noch erweitern wollt, dann bitte auch unbedingt darauf achten, dass auch die neuen Komponenten mit den alten kommunizieren können. Dann könnt ihr später euer System auch noch nachrüsten. Ja, und je besser die Komponenten kommunizieren, umso leichter wird es für euch. Alle gezeigten Lösungen, die waren jetzt nur funkbasiert. Das heißt, es sind keine weiteren baulichen Maßnahmen notwendig. Bitte denkt aber auch im Neubaubereich daran, dass ihr für die Barrierefreiheit auch noch andere Sachen bedenken könntet, nämlich unsmarte Dinge. Ganz banal, dass der Türrahmen breit genug ist, dass ein Rollator oder ein Rollstuhl durchkommt. Das war's für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch ein Like da. Macht uns eine besonders große Freude, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Naja, und eine riesengroße Freude, die macht ihr uns, wenn ihr auch noch die Glocke aktiviert.